Willkommen im Erklärvideo zum Formular Aufenthaltstitel für die Erwerbstätigkeit. Mein Name ist Mara Großkopf, ich bin Lehrerin für die deutsche Sprache und hier neben mir ist meine tolle Kollegin Salwa Sada und ich arbeite bei der Ausländerbehörde Tübingen. Willkommen bei uns. im Video. Und wir sprechen heute zusammen über folgende Fragen. Erstens, was ist ein Aufenthaltstitel? Zweitens, wer braucht diesen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit? Und drittens, wo finde ich dieses Formular? Und wir starten direkt mit der schwierigen Frage. Was ist ein Aufenthaltstitel? Der Aufenthaltstitel ist das legale Dokument, in Deutschland zu bleiben für Ausländer und Ausländerinnen. Normalerweise bekommt man ein Visum von der deutschen Botschaft, wenn man nach Deutschland kommen möchte. Und wenn das Visum für lange Zeit ist und nicht nur Besuchsvisum ist, dann muss man, bevor das Visum abläuft, einen Antrag auf Aufenthaltstitel bei uns, bei der Ausländerbehörde der Stadt, beantragen. Und wir prüfen die Unterlagen und geben den Aufenthaltstitel. Und somit bleibt man illegal in Deutschland. Legal. Genau, also Aufenthaltstitel. Ich bin legal in Deutschland. Ich kann legal in Deutschland bleiben. Das ist sehr wichtig, genau. Richtig. Jetzt sprechen wir über den Aufenthaltstitel für die Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit, was bedeutet das? So, unter Erwerbstätigkeit fällt selbstständige Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, wenn man einen Arbeitsvertrag hat. Okay, also darf ich kurz Pause machen? Es heißt, Erwerbstätigkeit ist Arbeit. Genau, okay. Arbeitserlaubnis. Alles klar, Arbeit. Und also ich möchte in Deutschland bleiben und arbeiten. Ich bin angestellt oder ich bin selbstständig, ich habe eine Firma oder ich bin Freelancerin. Ich bin Wissenschaftler auch, oder? Ja, genau. Wissenschaftler sind auch angestellt. Ja. Genau. Au pair. Au pair. Und freiwilliger Dienst, freiwilliger Jahresdienst heißt genau, das? FSJ und Mufti. Genau. Ja. Und ich glaube auch, ich weiß, auch Personen, sie suchen eine Arbeit. Für sie ist dieser Antrag auch. Richtig? Stimmt, richtig, ja. Okay. Ja. Wo ist der Antrag, Sarah? Auf die Webseite der Stadt Tübingen. Ist Online? Online, ja. Oh, wow, okay, cool. Und keine Sorge, wir haben den Link unten im Video. Sie finden den Link in den Shownotes. Sarah, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, wir schreiben jetzt zusammen unsere Informationen in das Formular. Machen Sie mit. Los geht's. Hier auf dieser Seite klicken wir auf Nummer 2. Sie können das Formular benutzen in Deutsch, Englisch und anderen Sprachen. Auf der nächsten Seite müssen Sie sagen, ist das Ihr erstes Formular für den Aufenthaltstitel? Zuerstes Mal, dass Sie einen Aufenthaltstitel bekommen. Oder wollen Sie verlängern? Ja. Richtig. Dann brauchen wir noch Postleitzahl. Hier finden Sie das auf allen Briefen vor der Adresse und dann geht es richtig los. Der erste Punkt, das sind wichtige Informationen. Also, Sie müssen 18 Jahre alt sein oder älter. Sie müssen alle Informationen richtig sagen. Sie dürfen nicht lügen. Das ist illegal. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das Formular kostet kein Geld. Ja, das ist auch mal etwas Positives. Was ist, wenn ich jetzt das Formular mache, aber ich vergesse ein Dokument? Was dann? Dann kann man das Dokument nachreichen. Wichtig ist, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Und das heißt vor das Ende des Aufenthaltstitels oder Visum. Okay, alles klar. Für den Ablauf. Und ich glaube auch nochmal wichtig ist, dass dieses Formular hier ist nicht für Personen aus der EU. Es ist nicht für Personen in einem Asylverfahren und es ist nicht für Personen mit Duldung, die keine Qualifikation haben. Richtig. Okay, Ja. Gut. Wir gehen weiter. Am nächsten Punkt haben wir viele Fragen. Wir möchten wissen, wann sind Sie nach Deutschland gekommen und haben Sie einen Aufenthaltstitel, haben Sie Visum, haben Sie einen Aufenthaltstitel in einem anderen EU-Staat, haben Sie eine Aufenthaltsgestattung oder haben Sie eine Duldung? Ja.
Sie müssen dann immer sagen, ja, nein, ja, nein. Haben Sie etwas? Sie müssen sagen, wann oder wo haben Sie das bekommen? Und könnte sein, dass man eine Kopie von dem Ausweis auch hochladen muss. Genau, richtig. Also Kopien sind wichtig. Unterhaltspflichten. Was ist ein Unterhalt? Haben wir gesagt, sehen Sie hier in der Erklärung. Also müssen Sie Unterhalt zahlen, ja oder nein? Aber kurz gesagt, unterhaltspflichtig dann halt, wenn die Eltern zum Beispiel getrennt sind und ein Kind in einem anderen Haushalt lebt und der Elternteil Unterhalt für das Kind zahlen muss oder auch für Ex-Mann, Ex-Frau Unterhalt bezahlt werden muss. Ja, super, vielen Dank. Und der nächste Punkt ist Rechtsverstöße und Vorstrafen. Also sind Sie vorbestraft? Haben Sie etwas Illegales gemacht? Prüft die Polizei aktuell, haben Sie etwas Illegales gemacht? Gibt es ein Gerichtsverfahren? Oder hat zum Beispiel schon einmal ein Staat gesagt, nein, Sie dürfen nicht kommen hier nach Deutschland oder in ein anderes Schengen-Land? Wurden Sie schon mal gesagt, Sie müssen gehen? Wurden Sie ausgewiesen? Wurden Sie abgeschoben? Hat man schon mal gesagt, nein, Sie bekommen keinen Aufenthaltstitel? Diese Information brauchen wir. Das sind nur auch Ja- und Nein-Fragen. Genau. Wir möchten dann oft wissen, welcher Staat, und das ist alles. Ja, der nächste Punkt, da geht es um die handelnde Person. Hier ist die Frage, ja, was ist hier die Frage? Ob man den Antrag für sich selbst beantragt oder stellt oder für andere Personen. Und wenn man für andere Personen den Antrag stellt, dann muss man eine Vollmacht haben von der Person. Genau. Ja, persönliche Daten, Ihre Informationen, Sie finden hier alle wichtigen Punkte. Wir brauchen ein Ausweisdokument, eine Farbkopie, das ist wichtig. Also Ausweisdokument haben wir hier, glaube ich. Ne? Genau. ZIP oder so etwas hier. Nummer findet man, wo? Hier oben, ne? Ja, genau, das ist hier die Nummer. Moment, hier, so. Genau, okay. Und bei Reiseausweis ist die Nummer auch hier unten oder auch in der Ecke, wenn es dann ein richtiger Reiseausweis ist. Okay, also man findet diese Nummer, denke ich. Sie haben keinen Ausweis, dann müssen Sie schreiben, warum. Warum haben Sie keinen Ausweis? Wie eine Stellungnahme, warum Sie keinen Ausweis besitzen von Ihrem Heimatland. Wir brauchen Ihre Adresse, das ist der nächste Punkt. Wo wohnen Sie aktuell? Was ist hier besonders wichtig? Besonders wichtig, dass man seine E-Mail-Adresse richtig schreibt, weil danach die Kommunikation durch die E-Mail am meisten finden würden. Okay, also bitte E-Mail richtig schreiben, sehr, sehr wichtig. Auch gerne Telefonnummer, Telefonnummer hilft. Genau, das könnte auch die Kommunikation beschleunigen. Ja, manchmal. schneller machen. Ja. Genau. Haben Sie Kinder? Ja oder nein? Wir brauchen diese Information, also Kinder unter 18 Jahre alt. Haben Sie Kinder? Ja. Wie viele? Und die Namen, das Formular brauchen wir. Genau, also hier kann man den Antrag für seine Kinder auch stellen oder beantragen. Genau. Und wichtig für uns ist dann, wohnt das Kind auch zusammen mit Ihnen im Haus, in der Wohnung, ja oder nein? Nein? Okay, wo wohnt das Kind? Ja. Da muss man auch die Adresse abgeben. Genau. Okay. Dann geht es hier auch um das Sorgerecht. Also wer hat das Sorgerecht? Haben wir ein alleiniges Sorgerecht? Ja, okay. Wir müssen verstehen, sind Sie die Person, haben Sie das alleinige Sorgerecht? Ja oder nein? Ja, Sie klicken hier. Nein, Sie müssen schreiben, wer hat das alleinige Sorgerecht? Und die Ausländerbehörde braucht eine Einverständniserklärung. Genau, und der Nachweis über das alleinige Sorgerecht. Und das wird meistens durch ein Gerichtsurteil oder Bestätigung vom Gericht, wer das Sorgerecht hat. Genau. Die Einverständniserklärung kommt von der Person mit dem Sorgerecht. Sie finden ein Beispielformular verlinkt. Nächster Punkt, was ist der Grund für den Aufenthaltstitel? Ja, also sind Sie angestellt? Sind Sie Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin? Sind Sie selbstständig oder Freelancerin? Sind Sie Au-pair, FSJ, Bufdi oder suchen Sie eine Arbeit? Genau, das könnte auch eine Option sein. Genau.
Wir brauchen verschiedene Dokumente. Also wir brauchen Dokumente, haben Sie Deutschkenntnisse, Zertifikate, Ausbildungsabschluss, Schulabschluss, Universitätsabschluss, ja, Bachelor-Urkunde, Master, was auch immer. Arbeitsvertrag, wichtig. Haben Sie einen Arbeitsvertrag? Wichtig für uns. Dann gibt es hier diese Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Das macht der Arbeitgeber. Das Formular finden Sie verlinkt, aber das macht der Arbeitgeber. Genau, ja, das muss der Arbeitgeber ausfüllen, unterschreiben. Aber das Formular ist auch sehr wichtig für uns, dass wir das haben mit dem Arbeitsvertrag. Danach muss man auch seinen Lebensunterhalt oder die Sicherung seines Lebensunterhalts beweisen. Das kann man entweder durch die Lohnabrechnung, das bekommt man jeden Monat fast in alle Firmen, oder Bankkonto im Fall Arbeitsplatzsuche, wenn man noch keine Arbeit hat. Dann kann man Bankkonto oder Kontozustand uns schicken, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Und damit können wir rechnen, ob das Lebensunterhalt gesichert ist oder nicht. Genau, also Lebensunterhalt sichern können Sie in Deutschland leben, finanziell. Es gibt auch die Verpflichtungserklärung, das hilft auch hier. Ja. Genau. Ja, Krankenversicherung. Haben Sie eine Krankenversicherung? Wir brauchen einen Nachweis. Genau, so ein Nachweis, Gesundheitskarte, so das ist jetzt AUKA, aber es konnte auch andere Firma sein. Genau. Hauptsache, dass sie krankversichert sind, das ist auch sehr wichtig. Und das letzte, Nachweis über die Namensführung, vielleicht kannst du uns das kurz erklären? Das ist nur im Fall, dass Ihr Name falsch geschrieben würde und Sie das korrigieren wollten, dann mussten Sie auch Nachweis oder Bestätigung von einem deutsche Behörde, Bürgeramt oder Kirche uns vorlegen, dass sie auch das bestätigen, so dass der Name falsch geschrieben wurde und durch einen beglaubigten Übersetzer korrigiert wird. Sie sind Wissenschaftler, dann brauchen wir hier eine Kostenübernahmeerklärung der Forschungseinrichtung. Das bekommen Sie von der Forschungseinrichtung, von der Universität oder Institut. Sie sind selbstständig, dann brauchen wir einen Businessplan. Also wie planen Sie Ihre Finanzen? Haben Sie eine Finanzierung von der Bank auch vielleicht? Stipendium, das ist für uns wichtig. Und ja, Sie sind Au-pair, dann brauchen wir so das Formular, was die Gastfamilie einfach ausfüllen muss. Und das müssen Sie uns auch vorlegen. Und das Formular, ich denke, können wir auch verlinken. Genau, das können wir auch verlinken, richtig, genau. Wenn Sie eine Arbeit suchen, ist es gut, wenn Sie zeigen, wenn Sie dokumentieren, Sie suchen eine Arbeit. Also Bewerbung, Termine oder E-Mails. Richtig. Genau. Den Aufenthaltstitel verlängern, dann bitte senden Sie alle Aktualisierungen, also neue Zertifikate für Ausbildung, Schule, Universität, Deutschkurse, alles, was sich verändert hat. Auch Sie haben geheiratet oder haben eine neue Adresse, das alles brauchen wir. Richtig. Das war das und jetzt sind wir schon eigentlich fertig. Sie können am Ende noch einen Text an die Ausländerbehörde schreiben, wenn Sie etwas persönlich sagen wollen. Sie können ein Expressverfahren bekommen. Das heißt, dass der Aufenthaltstitel schneller gesendet wird, aber die Bearbeitung ist trotzdem 4 Wochen oder so. Genau so. Wir versuchen immer, die Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten, aber Expressprozess ist damit gemeint, nur dass, wenn wir die Karte bestellen, wird die Karte schneller geliefert an uns. Weil normalerweise dauert das 4 bis 5 Wochen, bis die Karten geliefert sind bei uns nach der Bestellung. Und wenn man aber das schneller haben möchte, so die Karte schneller haben will, dann können wir als Express bestellen und dann wird die Karte innerhalb von 5 Tagen bei uns sein. Ja. Und das kostet 35 € extra. Am Ende sehen Sie noch alle wichtigen Informationen. Was haben Sie geschrieben? Sie können diese Informationen auch downloaden und Sie müssen am Ende nochmal 3 Kreuze machen. Das ist wichtig. Sie sagen mit diesen 3 Kreuzen, alle Informationen sind korrekt. Ich habe nichts Illegales Ich habe keine geschrieben. Ja. Und dann sind Sie fertig. Sie können auf Antrag absenden klicken und der Antrag kommt zur Ausländerbehörde. Genau. Und dann, ja, richtig.
Super. Dann ist das fertig. Sie möchten einen Deutschkurs machen, dann kommen Sie zu Vivat Lingua. Wir sind mitten im Zentrum von Tübingen. Wir geben Deutschkurse intensiv, halbintensiv, von A1 bis C1, alle Niveaus. Machen Sie einen Termin. Sie finden unsere Homepage hier im Link. Wir freuen uns. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit dem Video. Das Video hat geholfen. Schreiben Sie gerne einen Kommentar hier auf dem YouTube-Kanal. Und wir sehen uns vielleicht in Tübingen, denn Tübingen ist sehr klein. Ja. Willkommen. Ciao, ciao. Tschüss.